Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, was zu tun ist, um den Fertigrumpf der ARTR startklar zu bekommen. Dabei geht es um einige kleinere Arbeiten und ich schlage euch vor, die beim Bau des Bootes zuerst zu erledigen. Ich zeige meine Vorschläge. Für die Umsetzung meiner Ideen übernehme ich keine Haftung, ich denke, das ist klar. Schauen wir uns kurz die nötigen Teile für die Arbeiten an. Bootsständer, Haube und Dichtgummi, Schraube Vordeck, Faltenbalg, Klettstreifen, Ablassstopfen und Haubenriegel. Übrigens, wer generell über andere Beschlagteile für die New Micromagic nachdenkt, sollte mal im Bereich 3D-Druck recherchieren. Mein persönlicher Tipp ist Gerd Middel auf Shapeways. Neben den Teilen solltet ihr die aktuelle Bauanleitung der Firma Hacker zur Hand haben. Fehlt euch diese, so könnt ihr sie von der Webseite der Micromagic Deutschland downloaden. Für die Verklebung gibt es je nach Land verschiedene Marken und Anbieter. Hier kommen Holzleim oder ein anderer Spezialkleber sowie Sekundenkleber zum Einsatz. Das Boot muss immer wieder abgestellt werden, daher sollte der erste Arbeitsschritt beim Bau der ARTR der Bau dieses Teils sein. Ist recht einfach. Bauteile aus der Sperrholzplatte lösen, entsprechend der Bauanleitung verkleben. Holzleim oder anderen Spezialkleber für dieses Material verwenden. Man kann die Auflageflächen zusätzlich mit selbstklebendem Moosgummi versehen. Nächster Bauschritt: Einkleben des Dichtungsgummis in die Haube. Verklebung mit Sekundenkleber ist sinnvoll und schnell. Seitenweise vorgehen, Klebestelle kurz zwecks Antrocknung fixieren, dann die nächste Seite. Vor der Verklebung der letzten Seite die Länge des Dichtungsgummis anpassen. Die Haubenriegel sind am Deck anzuschrauben. Die weißen Ausführungen der älteren Versionen solltet ihr gegen stabilere Ausführungen austauschen. Die Befestigung der Fock auf dem Vordeck zeige ich euch hier. Bei älteren Versionen müsst ihr euch eine selbstschneidende Schraube mit etwa 2 mm Durchmesser und 6 mm Länge besorgen und ins Deck einschrauben. Und zwar wie gezeigt auf der Schiffsmittellinie im Abstand von 5 cm von der Öse. Der Schraubenkopf sollte nur 1 bis 2 mm überstehen. Im Laufe der Produktion sind Fälle aufgetreten, in denen die Kielbox nicht völlig wasserdicht war. Um Probleme mit Wassereintritt von vornherein zu vermeiden, solltet ihr die mit einer für Polyamid geeigneten Grundierung und Farbe anstreichen. An der eingebauten Kielbox ist das ein wenig umständlich, aber dennoch lohnenswert, es mit einem entsprechend kleinen Pinsel zu erledigen. Die Abdichtung der Schubstangendurchführung fürs Rudergestänge gefällt mir nicht so gut. Deshalb habe ich einen Faltenbalg eingesetzt, das seht ihr hier. Die Ränder des Faltenbalgs habe ich dann innen mit Sekundenkleber am Rumpf angeklebt. Ein Schalter für die RC-Anlage ist in der ARTR nicht eingebaut. Nach meiner Erfahrung kann man gut ohne einen Schalter auskommen. Ein kurzes Verlängerungskabel wird am Empfänger eingesteckt und den Akku schließt man dann dort an, statt ihn jedes Mal am Empfänger einstecken zu müssen. Wer einen Schalter im Boot nutzen möchte, der sollte sich einen Magnetschalter besorgen, der ohne großen Bauaufwand zum Beispiel unters Deck geklebt werden kann. Wo wir gerade vom Akku reden, der sollte im Rumpf fixiert sein. Dazu dienen diese Klettstreifen. Zuschneiden und im Rumpf einkleben. Das Bild zeigt die Position in der Rumpfunterseite. Die beiden kleinen Stücke neben der Kielbox sind dazu da, bei Bedarf Zusatzgewichte zu halten. Auch wenn wir anstreben, unser Boot möglichst wasserdicht zu bauen, wird dennoch mal welches eindringen. Um das möglichst schnell wieder aus dem Boot zu bekommen, kann man am Heck einen Ablassstopfen einbauen. Mit dem Einbau des Ruders schließen wir den Rumpfausbau ab. Dazu einen Hinweis. Es gibt, insbesondere beim Einsatz des Bootes in Brack- oder Salzwasser, früher oder später Korrosion an der Ruderachse und ebenso am Gewinde des Kiels. Zur Vorsorge empfehle ich euch, vor dem Einbau wasserfestes Schmiermittel dünn aufzutragen und den Teilezustand regelmäßig zu kontrollieren. Schiebt das Ruder probeweise in den Ruderkoker ein und prüft den Spalt zwischen Ruderblatt und Rumpfunterseite in der Nullstellung. Der sollte so gering wie möglich sein. Eventuell die Oberkante des Ruderblattes entgraten oder geringfügig nachschleifen. Ich empfehle zusätzlich den Einbau einer kleinen Feder auf der Ruderachse. Man lässt etwas Luft zwischen Ruderkoker und Ruderhebel und so kann die Achse bei größeren Ruderausschlägen nachgeben. Das eventuell bearbeitete Ruder einsetzen, in Mittelstellung bringen, dann Ruderhebel aufsetzen und im rechten Winkel zum Ruderblatt festschrauben. Und damit sind die Ausbauarbeiten am Fertigrumpf der ARTR erledigt. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der Micromagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.